Diese Szenen zu sehen ist aufregend, das stimmt. Doch hinter diesen Sprüngen steckt die Trainingswissenschaft. Das ist der Gipfel der Springreitwettbewerbe, der Grand Prix. Das Pferd ist am Höhepunkt seines Fluges. Jeder Sprung und jede Bewegung ist das Ergebnis akribischer Planung und richtigen Trainings. Haben Sie sich je gefragt, wie Pferde durch Training stärker werden? Es geht nicht nur um die Trainingsbelastung. Studien zeigen, dass Zeit, Ruhe und Balance der Schlüssel zu dem ganzen Prozess sind. Schauen wir uns nun das Basisdiagramm von Training und Erholung an. Dieses Diagramm zeigt deutlich, was mit den Muskeln und Körpersystemen eines Pferdes während des Trainings passiert. Wenn ein Pferd besonders intensiv trainiert, sinkt seine Gesamtleistung zunächst ab. Diese Anfangsphase nennt man Ermüdung, genau hier. Doch nach Ende der Trainingseinheit tritt der Körper des Pferdes in die Erholungsphase ein. In dieser Phase beginnt der Körper sich zu regenerieren und wird stärker als zuvor. Lassen Sie mich das kurz erklären. Werden Muskelfasern beim Training intensiv beansprucht, repariert der Körper sie in der anschließenden Erholung wieder mit stärkerem Gewebe. Genau dieser Prozess führt zur schrittweisen Stärkung der Muskeln. Das Muskelsystem funktioniert so, dass Schäden meist zu Muskelkater führen und man spürt diesen Schmerz dann richtig. Während der Erholungs- und Regenerationsphase nutzen die Muskeln stärkeres Gewebe und Stützstrukturen, um sich schrittweise wieder aufzubauen. So werden die Muskeln mit der Zeit und mit jedem Zyklus immer stärker. Deshalb werden die Muskeln in jedem Erholungszyklus nicht nur repariert, sondern sie werden auch stärker und belastbarer als zuvor. Dieses Phänomen nennt man Superkompensation, was genau an diesem Scheitelpunkt im Diagramm gezeigt wird. Wichtig ist jedoch, dieser Gipfel der Bereitschaft hält nicht ewig an. Wenn das nächste Training zu lange auf sich warten lässt, kehrt der Körper allmählich in den Ausgangszustand zurück und die Trainingserfolge gehen schließlich wieder verloren. Der beste Zeitpunkt für die nächste Trainingseinheit ist genau an diesem Erholungshöhepunkt, genau hier in diesem Moment. Lassen Sie uns nun 3 verschiedene Trainingsstrategien prüfen. Das ist der Schlüssel für Ihre Wochenplanung. Es geht darum, wie Sie Übungen in Ihr Programm einbauen, Ihren Wochenplan. Die Höhe der Quadrate steht für das Ausmaß der Trainingsbelastung, also wie intensiv Ihr Training ist. Der Abstand zwischen den Quadraten im Diagramm stellt die Ruhezeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Übungen. Grafik A zeigt leichtes Training und lange Pausen. Grafik B zeigt progressives Training mit ausgewogenen Pausen. Grafik C zeigt hartes Training mit sehr wenig Pause zwischen den Übungen. Okay, jetzt gehen wir sie nacheinander durch, damit Sie sie leichter verstehen können. Der Klarheit halber nenne ich die Grafiken Strategien. In Strategie A verwendet der Trainer konsequent Übungen mit geringer Intensität und lange Intervalle zwischen den Trainingseinheiten. Das Ergebnis: Die Gesamtleistung des Pferdes bleibt im Wesentlichen unverändert, ohne nennenswerte Steigerung. Kein Fortschritt, kein Rückgang, nur eine flache Linie. Wie Sie sehen, ändern sich Kraft und Können kaum, überhaupt nicht. Absolut kein Unterschied. Der Trainer beginnt die Übung genau in dem Moment, in dem das Fitnessmaximum verschwunden ist. Das liegt an einer zu langen Erholungszeit. Das kann auch bei Übungen mit niedriger und gleichbleibender Intensität passieren. Später werden wir auch über die Auswirkungen von Abwechslung im Training sprechen. Strategie B: Man nennt sie schrittweisen und optimalen Fortschritt. Strategie B ist unser Idealmodell. Jede Trainingseinheit ist ein kleines Stück härter als die vorherige. Gleichzeitig erhält der Körper dabei genug Ruhe, damit er sich vollständig regenerieren kann. So steigt die Gesamtleistung des Pferdes mit der Zeit kontinuierlich und stetig an. Das heißt, seine Fähigkeiten entwickeln sich allmählich.
Es ist dabei sehr wichtig, geduldig zu bleiben, die nötige Entscheidungskraft und Urteilsfähigkeit bei den Übungen Ihres Pferdes zu besitzen, um Muskeln und Geist Zeit zu geben, um sich auf die nächste Übung vorzubereiten. Wenn Sie unserem Kanal folgen, verspreche ich Ihnen die wertvolle Gabe der Unterscheidung und des Verständnisses. Dies ist kein einfaches Thema, das man in einem Satz erklären kann. Ich muss Ihnen mehrere wichtige Themen beibringen, damit Sie das Konzept von genug für jedes Ihrer Pferde klar definieren und erkennen können. Bitte bleiben Sie dran für unsere nächsten Videos. Okay, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wie Sie bemerkt haben, ähnelt Grafik B einer Leiter, deren Stufen ordentlich und sorgfältig angeordnet sind. Nicht zu weit auseinander, nicht zu nah beieinander. Strategie C, die viel Training beinhaltet, aber wenig Erholung. Das ist etwas, womit viele Trainer der alten Schule wirklich zu kämpfen haben. Und sie denken oft, je mehr man reitet und mit seinem Pferd arbeitet, desto bessere Ergebnisse erzielt man am Ende. Aber das ist nicht immer so. Nun möchte ich das Gegenteil wissenschaftlich beweisen. Bei Strategie C beginnen die Probleme erst richtig. Harte Trainingseinheiten folgen direkt aufeinander ohne jede ausreichende Ruhepause. So bleibt der Körper müde und dann beginnt das nächste Training. Wenn Ihr Pferd beim Training seine eigene Verletzungs- und Schmerzgrenze erreicht, ist das eine Sache. Seine Bewegungsorgane wie Sehnen, Gelenke, Muskeln und Hufe könnten verletzt werden und das Pferd könnte am nächsten Tag lahmen. Aber wenn man die Intensität einfach hochhält, bedeutet das, dass die Höhe dieser Rechtecke die ganze Woche und den ganzen Monat über hoch bleibt. Das Ergebnis? Nun, es ist offensichtlich. Ermüdung baut auf Ermüdung auf, die Leistung sinkt und manchmal kommt es bei diesem Modell zu einem Übertraining des Pferdes. Man sieht, dass die Fähigkeiten des Pferdes mit der Zeit abnehmen. Die Gesamtleistung des Pferdes sinkt stetig. Aber ich habe es den stillen Tod genannt, da es leise und ohne Vorwarnung geschieht. Vielleicht verteidigen Sie es und sagen, ich glaube an diese Methode und habe Ergebnisse erzielt. Ihnen gratulieren. Sie haben einen Stall mit Profipferden aus guten Zuchten, die ihr volles Potenzial beruflich und international nicht nutzen. Sie zerstören ihre Talente, ihre Fähigkeiten und ihre Chancen, wirklich zu glänzen. Kurzfristig Ergebnisse erzielt, aber auf lange Sicht begrenzt dieses Training das wahre, natürliche Potenzial der Pferde. Vielleicht sind sie im Pferdehandel tätig und sichern somit die langfristige Zukunft und das Wohlergehen eines talentierten Pferdes, nicht wirklich beachtet oder bedacht. Wenn ich die 3 Strategien kurz erklären müsste: Strategie A bedeutet keine Veränderung, eine flache Linie. Strategie B ist schrittweise Verbesserung. Strategie C ist starke Ermüdung und Leistungsabfall. Letztendlich sind die Trainer, die ein Gleichgewicht zwischen hartem Training und ausreichender Ruhe finden können, diejenigen, die stolz auf dem Podium in der Wettkampfarena stehen werden. Intelligentes Training bedeutet hartes Training kombiniert mit ausreichender Ruhe. Wenn Sie also in der Wettkampfarena glänzen wollen, planen Sie Ihre Trainingseinheiten intelligent. Intelligentes Training bedeutet nicht nur, härter zu trainieren oder eine bestimmte Übung zu machen. Es bedeutet, wirklich zu verstehen, wann man sich fordern muss und wann man sich Zeit für Ruhe und Erholung nimmt. Vergessen wir nicht, intelligentes Training ist das, was echten, bedeutsamen Fortschritt bringt. Die goldene Regel, die der Schlüssel zu vielen Ihrer Fragen ist: Die Klugen unter Ihnen haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass Muskelaufbau stattfindet, wenn der Muskel geschädigt wird und mit unterschiedlichem Schmerz einhergeht. Aber der wichtige Punkt ist, den Schmerz Ihres Pferdes und die Verletzungsschwelle zu erkennen. Pferde können nicht sprechen und uns von ihren Gefühlen erzählen. Es sind der Reiter und der Trainer, die das Schmerzmaß und die für jede Einheit nötige Trainingsintensität bestimmen müssen. Ich weiß, genau wie ich fragen Sie sich wohl, wie man das erkennen und verstehen kann. Viele Trainer aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung und der starken Intuition, die sie haben,
die Sie durch viel Zeit und das Reiten vieler Sportpferde gewonnen haben, können es herausfinden. Aber die gute Nachricht ist, dass durch technologische Fortschritte und Forschung an Sportpferden selbst Reitanfänger ein tieferes Verständnis für ihre Pferde gewinnen und so einen individuellen Trainingsplan für jedes Pferd erstellen können. Sie können bestimmen, wann wie viel Erholung und welche Trainingsintensität für jedes Pferd nötig ist. In den kommenden Videoeinheiten erfahren Sie mehr über verschiedene Trainingspläne für Ihre Sportpferde. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden und Teil unserer kleinen Familie werden wollen, abonnieren Sie unseren Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Dieser Kanal ist für Trainer und Reiter, die von den wertvollen Erfahrungen anderer, professionellerer Trainer profitieren wollen. Hier teilen wir Erfahrungen und Einblicke verschiedener Trainer, Worte, die mehr Gehör finden müssen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg.